Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Und die Peter Radlwadel. Ja, und wie ihr seht, wir sind heute zu Gast in Tirol beim Andi Ja. und der hat für uns eine schicke kleine Tour rausgesucht. Und ja, was wollen wir denn heute machen, Andi? Ja, ich versuche euch die sogenannte, wie heißt sie, Teufelsgasse zu zeigen. Das ist ein Felslabyrinth und da ist der Teufel drin und der sammelt die verlorenen Seelen auf. Und wenn wir das geschafft haben, dann geht es dann noch auf einen festen Gipfel auf den Großkugel. Da freuen wir uns drauf. Ja, und hoffentlich sehen wir den Teufel nicht, oder? Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, Nicht? aber der Rest von der Tour klingt auf jeden Fall schon mal gut. Und dann würde ich sagen, wir schwätzen hier gar nicht lang rum, wir machen mal los. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Da hat ja so. Auf geht's, packen wir's. Dann haben wir's. Juhu! Los ging es am Parkplatz Teufelsgasse. Zunächst ging es auf breitem Weg bergan. Mit anderen Worten, wir konnten das sich uns bietende Panorama und den Blick zum wilden Kaiser auf den ersten Metern in vollen Zügen genießen. Den Kühen schien es hier auch zu gefallen. der Anstieg auf dem breit geschotterten Weg sollte aber nicht allzu lange dauern. Dann ging es rechts auf schmalen Pfad ab und direkt auf die Teufelsgasse zu. Und da ist sie auch schon. Da sind wir nun gespannt, was uns erwartet. Ach, für die Zeichen, okay. Ja. Die verlorenen Kann Seelen. auch heute die verlorenen Seelen in der Teufelsgasse Oh mein spüren. Gott. Verlorene Seelen? Na, das klingt ja abenteuerlich. Der Sage nach hat der Teufel persönlich das Labyrinth in den Felsen gehauen, um sündige Menschen in die Irre zu führen. Die Opfer haben dann ihre Namen in die Felswände geritzt, um Hinterbliebenen von ihrem Schicksal zu berichten. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir nicht zu sündig waren und wieder hinausfinden. Muss ich böse reinschauen oder? Das darfst du dir aussuchen. Echt? Na, ob Andi das überhaupt kann? Wir zweifeln da ja ein wenig daran. Aber jetzt ging es erstmal weiter durch das Felsenlabyrinth. Oh, das ist jetzt mein Wegweiser hier. Die Prostalm. Alm. Prost! Prostalm. Da hatte der Tobi bestimmt wieder Kuchen gewittert.
Aber bevor es zur Alm ging, hielt die Teufelsgasse noch 2 Überraschungen für uns bereit. Zum einen kamen wir an den vorhin erwähnten Ritzungen im Fels vorbei und zum anderen führte uns der Weg in einen Teufelskreis. Ob wir da wieder rauskommen? Mal wieder das klassische Seil auf der falschen Seite. Ja, der Rucksack hat jetzt Gewicht, das ist natürlich gemein. Das ist sehr fies. Und du nimmst es jetzt auch noch auf. Wie ich da... Ja, das geht. Ich muss mich nur vorhangeln. Nix, du wolltest Klettersteig. Ja. Dann nehme ich das nächste Mal aber keinen Rucksack mit. Oh, und das ist noch besser hier. Nur über den Fels weg. Dann hat der Teufel uns hier so richtig schön in den Weg gelegt. Genau, ja. Die Klammern hast du gesehen, oder? Ja, ohne Klammern, das wäre... Ja. Da müsste man sich echt am Seil hangeln dann. Vor allem ist es nass. Cool, super. So rum. Ja, wenn du im Weg stehst, komme ich nicht weiter. Hey, du hältst jetzt. Sie nimmt auf. Dann gibst du gerade wieder runter. Ist wie für Anne gemacht hier. Schon? Ist nämlich genau die falsche Seite. Aber das werde ich wohl öfter haben. So. Habe ich bestimmt voll die nasse Hose. Der Andi jetzt sehr souverän. Ich sage euch nicht, dass ich die Aufnahme versaut habe, wir müssen nochmal hoch, ne? Machen wir. Oh, in die Richtung ist leichter. Das war wohl eine Passage ganz nach Annes Geschmack. Auch wenn sie sich beschwerte, dass wie üblich das Seil auf der falschen Seite befestigt war, hat sie die kleine Kletterpassage wie immer mit links gemeistert. Wir haben es bis zum Ende bzw. wieder zum Anfang des Teufelskreises geschafft. Und wie ihr seht, kann man die Kletterpassage auch umgehen, wenn man das möchte. Nun nahmen wir uns noch etwas Zeit, die Felsritzungen zu studieren. Eine letzte kleine Herausforderung hielt der Weg dann doch noch für uns bereit. Es ging unter einem Felsen durch ein etwas engeres Loch hindurch. Dann war es geschafft. Wir waren dem teuflischen Labyrinth entkommen. Der Charakter des Weges änderte sich nun auch drastisch. Von Wald und Felsen zu offener Wiesenlandschaft und schönen Aussichten. Und hat Andi nicht eingangs etwas von einem Fashion-Gipfel erzählt? Da vorne ist er, der Prostkogel. Ein letztes Hindernis trennte uns nun noch vom Aufstieg. Dankeschön. Und wie sich das bei einem erfolgreichen Gipfelsturm gehört, hier posieren die 3 Gipfelstürmer.
Anne denn da? Riskieren wir doch auch mal einen Blick. Ah, der wilde Kaiser. Wahrhaft majestätisch. Ihr fragt euch, wo die Bilder von der Brustalm bleiben, nachdem Tobi vorhin schon Kuchen gewittert hatte? Nun, er hat schlicht und einfach versäumt, für genug Bildmaterial zu sorgen. Lediglich diese Aufnahme der Alm und diese vom Kuchen sind entstanden. Der weitere Abstieg war so dann ein lockeres Auswandern. Anne war es wohl zu locker, setzte sie doch mit der Kamera zum Zwischenspurt an. Schlussendlich erreichten wir wieder unseren Aufstiegsweg und wanderten die letzten paar Meter zum Parkplatz. Unsere heutige Tour liegt in den Kitzbüheler Alpen nördlich von St. Johann und östlich des Wilden Kaisers. Die Wanderung startet am Wanderparkplatz Teufelsgasse. Nach einem ersten Anstieg über einen breiten Forstweg betritt man das Labyrinth der Teufelsgasse und wandert durch dieses auf abenteuerlichen Pfaden hindurch. Nach einem kleinen Abstecher zum Brustkogel geht es entspannt über breite Wege und Wiesen zurück zum Wanderparkplatz. Ja, da haben wir es geschafft. Die Tour ist gewandert. Ja, Anne, was würdest du sagen? Was hat der Andi uns da heute Schönes geboten? Ja, also man konnte wieder ganz toll sehen, dass der Andi sich hier einfach gut auskennt, weil die Tour, die war fabelhaft. Also wir hatten so, was ich ja immer gerne mag, wisst ihr ja, schmale Pfade, Wurzeln, Steine, die Teufelsgasse, super, habt ihr ja gesehen, also enge Stellen, hier und da durfte man auch mal ein bisschen klettern und die Aussicht ist, ja, Berge halt. Schön. Hervorragend. Ja, war wieder super, mit dem Andi unterwegs gewesen zu sein. Ja, freut mich auch. Macht jede Menge Spaß gemacht, mit den beiden auf dem Weg zu sein. Besonders an der Engstelle, wo der Klettersteig durchgeht, weil da so ein bisschen eng waren. Gell? Und Da sind wir fast stecken der geblieben. Rucksack fast so groß vor lauter Jause und Schnaps und Bier und Wein, was die Anne alles mitgehabt Ja, hat. ja. Aber Respekt bei den beiden, die haben sich tapfer geschlagen und sich ausgezeichnet für größere Touren dann im Wilden Kaiser. Jo. Die kommen bestimmt auch noch, genau, die größeren Touren. Gut, aber dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal wieder von uns. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir beim Andi zu Gast sein durften. Wir hoffen natürlich, ihr habt euch auch darüber gefreut. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vierting, Mandarinen. Ich habe Radl.